Wusstest du, dass regelmäßiges Dehnen kann nicht nur die Beweglichkeit verbessern, sondern sogar den Blutdruck senken? Das zeigen aktuelle Studien, vor allem bei Menschen mit leicht erhöhtem Blutdruck. Ziemlich beeindruckend, oder? Weshalb machen wir heute gemeinsam eine Dehnungsroutine für die Beine? Für mehr Leichtigkeit im Alltag, bessere Beweglichkeit und ein gutes Körpergefühl. Wir entlasten den unteren Rücken, öffnen die Hüfte und dehnen gezielt Oberschenkel und Beinrückseite. Also, lass uns gleich loslegen. Wir beginnen mit der Dehnung der hintere Oberschenkelmuskel. Leg dich mal auf den Rücken hin, lass beide Beine auf dem Boden, heb ein Bein vom Boden hoch, halte hinter der Kniekehle. Versuche dein Knie so gestreckt wie möglich zu lassen, zieh die Zehe zu dir ran und heb auch deinen Oberkörper etwas nach oben. In dieser Position bleibst du nun für 30 Sekunden lang. Zieh so weit wie du kannst den Fuß zu dir ran, das Bein in 90 Grad und bleib da 30 Sekunden. Wenn es dir vom Nacken her zu schwer sein sollte, kannst du auch den Kopf ablegen, auf den Boden lassen. Wichtig ist, dass das Knie durchgestreckt ist und die Zehe zu dir herangezogen sind. 30 Sekunden lang und dann machen wir das gleiche nochmal mit der anderen Seite. Ebenfalls Knie durchgestreckt, das andere Bein bleibt auf dem Boden. Du ziehst das Bein zu dir ran und ebenfalls die Zehe zu dir ran. Aktiv das Knie strecken, das stärkt auch noch die Oberschenkelmuskel. Für 30 Sekunden bleibst du ebenfalls in dieser Position. Und nun weiter wollen wir die Hüftmuskel dehnen. Du beugst ein Knie in 90 Grad und die gegenüberliegende Hand drückst du gegen dein Knie und bringst das Bein so weit wie du kannst nach innen. Deine Schulter bleiben auf dem Boden. Deine Hand von der Seite von dem Bein, die du dehnen willst, bleibt auch auf dem Boden und du ziehst das Bein so weit wie du kannst nach innen. Bewusst versuche das Becken nach unten Richtung Boden zu halten. Ebenfalls hier 30 Sekunden zu bleiben. Aktiv zieht das Bein immer weiter nach unten, aber die Schulterblätter und den Rumpf und vielleicht sogar das Becken bleibt noch auf dem Boden. Bleib in der Position für 30 Sekunden, halte es immer weiter nach unten, dein Knie 90 Grad und dann so langsam bringst du das Bein wieder zurück zur Mitte. Bring das eine Bein nach unten und beug dann die andere Seite. 90 Grad, jetzt kommt die gegenübere Hand wieder am Knie und du versuchst das Bein so weit wie du kannst nach innen zu bringen. Achte darauf, dass dein Becken so wenig wie möglich von dem Boden hochhebt. Deine Schulter ist auf dem Boden. Du wolltest so eine ganz leichte, minimale Drehung vom Rumpf her, aber viel mehr solltest du versuchen, das Bein, die Hüfte nach innen zu bewegen. In diesem Bereich, da solltest du die Dehnung spüren. Besonders dann, wenn du seitliche Hüftschmerzen hast, ist diese Übung auch sehr gut dafür indiziert. Und dann machen wir weiter nach den 30 Sekunden. Bring wieder deine Beine zur Mitte, streck deine Arme aus, dass beide Hände auf dem Boden bleiben. Streck ein Bein aus, das andere Bein überkreuzt du jetzt auf Höhe von deinem Knie. Und in dieser Position drehst du nun den Rumpf so weit wie du kannst. Ziel ist das Knie nach unten zu bekommen, Richtung Boden hin. Lasse deine beiden Hände auf dem Boden. Du solltest in dieser Position die Dehnung an den seitlichen Rumpfmuskel spüren. Versuche immer noch weiter deinen Unterkörper, deinen unteren Rumpf zu drehen. Deine Hände bleiben auf dem Boden. Es kann auch gut sein, dass du eine stärkere Dehnung in der Schultermuskulatur spürst. 30 Sekunden lang in dieser Position und dann langsam wieder zurück zur Mitte. Du bringst deine Beine jetzt wieder in der Mitte gestreckt und dann beugst du das andere Bein drüber. Auf Höhe vom Knie und dann das Knie nach unten Richtung Boden bringen.
Versuche so eine Art von Verwringung in der Lendenwirbelsäule zu erreichen. Diese Dehnung sollte viel mehr an den Rumpf gespürt werden, als jetzt an der Hüfte. Ebenfalls hier 30 Sekunden lang in der Position verbleiben. Drehe deine Wirbelsäule, das machen wir im Alltag viel zu selten. Und dann kommst du langsam wieder zur Mitte zurück. Im Alltag sind wir viel zu häufig nach vorne gebeugt und viel zu selten in die Streckung rein. Und dafür ist genau diese Übung. Du legst dich jetzt auf den Bauch hin, bringst deine Hände auf Höhe von den Schultern auf den Boden und drückst jetzt halt mit den Händen deinen Oberkörper nach oben hin. Dein Becken sollte möglichst flach auf dem Boden liegen bleiben. Die Schulterblätter lässt du nicht nach oben zum Ohr, sondern drückst dich ganz bewusst nach unten, bringst die Hände noch etwas näher zu dir ran und in dieser Position versuchst du jetzt für 30 Sekunden zu bleiben. Den Rumpf nach oben, aktiv die Rückenstreckermuskulatur aktivieren, anspannen. Den Rumpf nach oben wirklich Spannung halten und nicht nur mit den Händen drücken. 30 Sekunden lang tief im Bauch ein- und ausatmen. Wenn dir dieses Video gefällt und du weiter Übungen für deine Gesundheit und für zu Hause lernen möchtest, dann abonniere meinen Kanal. Hier zeige ich dir jede Woche neue Übungen für deine Gesundheit. Als nächstes machen wir weiter mit einer Dehnung für die Lendenwirbelsäule. Also setz dich auf dem Stuhl hin, auf die vordere Kante von dem Stuhl und nun bringst du deinen Oberkörper vorwärts und den Ellenbogen, der linke Ellenbogen auf der Außenseite für den rechten Knie. In dieser Position nicht nur komplett nach vorne gebeugt bleiben, sondern die Wirbelsäule etwas gerade und mit den Ellenbogen stürzt du dich dagegen und drehst den Rumpf. Halte mit dem Bein dagegen und bleib in dieser Position für 30 Sekunden. Versuche deinen Wirbel, deinen Lendenbereich so doll wie du kannst drehen. Dein Knie bleibt gerade 30 Sekunden lang. Bleib in der Position, dreh deinen Rumpf so weit wie du kannst. In den Lendenbereich solltest du die Dehnung spüren. Lass die Spannung langsam wieder los. Komm in die aufrechte Haltung und das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Rechter Ellenbogen auf der Außenseite vom linken Bein und dann drehen. So weit wie du kannst. Beug den Rumpf nach vorne. Geh in die Drehung gleich. Lass nicht das Bein nach innen drücken, sondern bewusst dagegen steuern und dreh den Rumpf. 30 Sekunden. Und dann die Spannung langsam wieder lösen. Und zurück zur Mitte. Und als nächstes machen wir weiter mit der Dehnung von den Gesäßmuskeln, vor allem vom Piriformis. Setz dich aufrecht hin, bring nun den rechten Fuß auf das linke Knie, halte es in dieser Position und mit der anderen Hand drückst es dann nach unten Richtung Boden. Halte hier die Spannung und geh mit dem Oberkörper vorwärts. Versuche mit der Wirbelsäule so gerade wie möglich zu sein. Drück das Knie nach unten, dass du fast so ein Vierzeichen hast. Und bleib ebenfalls in dieser Position für 30 Sekunden lang. Als erstes löst du dann die Spannung vom Knie und kommst dann mit dem Oberkörper wieder aufrecht. Bringst das Bein wieder zum Boden und jetzt den linken Fuß auf das rechte Knie. Das Knie nach unten drücken, Oberkörper aufrecht, Brustkorb dazwischen. Aufrechte Wirbelsäule und nach unten bewegen. In der Hüfte solltest du die Dehnung spüren können. Drück das Knie weiter nach unten Richtung Boden und bleibe ebenfalls hier für 30 Sekunden in dieser Position.
bis du dann die Spannung langsam wieder löst und das Bein wieder nach unten bewegst. Als nächstes geht es um die Dehnung von den Hüftbeuge. Stelle das linke Bein auf eine Sitzfläche drauf. Das rechte bringst du so gestreckt wie möglich nach hinten. Entweder überkreuzt du jetzt deine Hände oder hältst sie auch vorne an der Lehne fest. Du versuchst aber jetzt mit dem Rumpf vorwärts zu kommen. Achte darauf, dass du nicht besonders in Hohlkreuz dich bewegst, sondern nach vorne mit dem Rumpf und die Wade hinten, den Fuß soll auch komplett auf dem Boden bleiben. In dieser Position verbleibst du jetzt für 30 Sekunden. Vorne an der Hüfte solltest du die Dehnung spüren können. Bleib in dieser Position mit dem aufrechten Oberkörper. Dein Fuß ist hinten auf dem Boden und du bewegst die Hüfte nach vorne. Für 30 Sekunden lang, löst dann langsam die Spannung, druck dich wieder nach hinten und das gleiche nochmal mit der anderen Seite. Knie nach vorne auf dem Stuhl, Ferse auf dem Boden und du bringst die Hüfte nach vorne. Nicht in Hohlkreuz fallen, sondern die Wirbelsäule so aufrecht wie möglich. Vorne an der Hüfte solltest du die Dehnung spüren können. Ebenfalls hier solltest du 30 Sekunden bleiben. Halt in der Position. Atme langsam und ruhig. Auch in der Wade kann es gut sein, dass du die Dehnung spürst. Und dann drückst du dich langsam wieder weg. Als nächstes stellst du dich jetzt seitlich zum Stuhl hin. Der Fuß, was jetzt auf dem Boden ist, der wirst du jetzt etwas mehr nach außen drehen und der andere auf dem Stuhl zeigt jetzt nach vorne. Und in diese Position gehst du jetzt in so eine Beuge rein. Du kannst dich auch gerne an der Sitzfläche festhalten. Das Bein, was auf dem Boden ist, da solltest du die Dehnung spüren können. Achte darauf, dass dein Oberkörper aufrecht ist, das Becken kommt etwas nach vorne. Atmen langsam, ruhig und tief. Und bleib in dieser Position. In der Leistengegend solltest du die Dehnung spüren und dann langsam wieder zurück. Wechsle den Stuhl oder dreh die einmal um. Ebenfalls hier ein Bein drauf, der andere Fuß auf dem Boden und du bewegst den Oberkörper von der Hüfte weg. Innenseite von der Leiste. Dein Oberkörper ist aufrecht. Streck das Knie, bleib mit dem Oberkörper aufrecht. Atme langsam. Versuche die Dehnung in der Leiste gut zu spüren und drück dich dann langsam mit dem Bein wieder weg. Als nächstes geht es um die Dehnung von den vorderen Oberschenkelmuskeln. Knie die mal auf dem Stuhl drauf. Mit der anderen Seite kommst du dann weit nach vorne, sodass du die Hüfte schon in der Streckung hast. Und in der Position ziehst du dann den Fuß zu dir ran nach oben. Wichtig ist hier, dass du sowohl von der Hüfte her eine Streckung hast, als das Knie so weit wie möglich gebeugt hast. Achte darauf, dass du nicht in Hohlkreuz bist, sondern versuche das Becken etwas zu dir ranzuziehen und bleib in der Position für 30 Sekunden. Ferse nach oben. Wenn du nicht so weit kommst, kannst du auch versuchen, an den Hosenbund festzuhalten und dann so weit wie du kannst ranzuziehen. Löse dann die Spannung und das Ganze nochmal auf die andere Seite. Die Hüfte gestreckt, Oberkörper aufrecht, nicht in Hohlkreuz fallen und den Fuß zu dir ranzuziehen. Spann auch den Bauch ein bisschen an, dass du das Becken zu dir etwas mehr rankippst. Dadurch verstärkt sich auch die Dehnung an der Oberschenkel. Bleib in der Position. Zieh das Bein auch etwas zu dir ran. Und dann langsam wieder lösen. Und zu guter Letzt eine meiner Lieblingsübungen zur Dehnung der gesamten hinteren Muskelkette von den Beinen.
Du stellst sie zu einer Stufe hin, du kannst auch gerne ein paar Bücher auf dem Boden platzieren, was denn auch immer. Und dann platzierst du beide Hände komplett auf die Fläche drauf. Deine Füße sind so nah wie möglich zu dir ran. Und dann in der Position, zuerst mit den Knien gebeugt, versuchst du dann, die Knie zu strecken, den Rumpf vorwärts zu bewegen. Und in dieser Position bleibst du dann für 30 Sekunden lang. Streck die Knie durch, achte darauf, dass du nicht den Gesäß nach hinten bewegst, sondern schön in einer Linie bleibst. Falls es dir in den Stepper zu hoch sein solltest und den gar nicht brauchst, dann kannst du deine Finger auch unterhalb von deinen Füßen platzieren und ebenfalls hier die Knie gestreckt lassen. Das Gesäß darf nicht nach hinten bleiben, beide Knie sollen durchgestreckt bleiben, dein Kopf hängt nach unten zwischen deine Schulterblätter und du lässt dich einfach entspannt in der Position hängen. Atme mal langsam, Schulterblätter nach vorne fallend, Knie durchgestreckt. Noch einmal tief einatmen, den Oberkörper vorwärts bewegen. Und dann an den Unterschenkel wieder festhalten oder auf den Stufe deiner Hände, Gesäßmuskel anspannen und dann wieder nach oben weg. Diese Übungsroutine hilft dir dabei, die Beweglichkeit von deinen Beinen und der Lendenwirbelsäule zu verbessern. Und ebenfalls, weil du so große Muskelgruppe dehnst, kann es dir helfen, deinen Blutdruck zu senken. Um einen Effekt auf den Blutdruck zu haben, ist es wichtig, dass du mindestens 5-mal in der Woche trainierst bzw. dich dehnst. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!